Du willst die volle Kontrolle über deinen VESC-Controller? Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du alles einstellst. Es geht vor allem darum, im VESC-Tool einige Parameter anzupassen. Das ist ganz easy, auch wenn du noch nie etwas programmiert hast. Also lad dir das VESC-Tool herunter und los geht's! Mein Controller ist der FlipSky 75100, ein kompakter, aber auch leistungsstarker VESC. Er unterstützt bis zu 75 Volt und 100 Ampere, bietet Schutzfunktionen und ermöglicht über CAN Bus die Synchronisation mehrerer Controller und ist kompatibel mit einem Bluetooth-Modul für kabellose Steuerungen und Datenüberwachung auf dem Smartphone. Ideal für selbstgebaute Fahrzeuge. Beginnen wir mit der Verkabelung. Schließe die 3 Phasen deines Motors an den Controller an. Die Reihenfolge der Kabel spielt dabei keine Rolle, daher kannst du da nicht viel falsch machen. Danach steckst du die Sensorkabel deines Motors in den passenden Anschluss des Controllers. Falls dein Motor einen anderen Stecker nutzt, brauchst du möglicherweise einen Adapter oder musst dir selbst einlöten. Hat dein Motor gar keine Sensorkabel? Kein Problem, du kannst ihn auch sensorlos betreiben. Aber mit Sensoren läuft er deutlich besser. Der Motor startet sauber aus dem Stillstand und ruckelt nicht bei niedrigen Drehzahlen. Mit Sensoren arbeitet er auch effizienter. Den Gasgriff schließt du an diese Kabel an und den Bremshebel an diese. Verbinde nun deinen Akku mit dem Controller. Achte darauf, dass der Akku ausreichend geladen ist, damit es während der Programmierung nicht zu Unterbrechungen kommt. Zum Schluss verbindest du den Controller über das USB-Kabel mit deinem Computer. Optional kannst du stattdessen ein Bluetooth-Modul anschließen, um den Controller mit deinem Smartphone zu verbinden und ihn von dort aus in der VESC Mobile App zu programmieren. Mist, ich habe keine 2 Motoren, warte. Falls du 2 Motoren verwendest, brauchst du 2 Controller. Schließe beide Controller über den CAN Bus Kabel an und verbinde beide Controller in Parallelschaltung mit deinem Akku. Starte nun das VESC-Tool und verbinde den Controller mit deinem Computer, indem du auf Auto Connect klickst. Für die Ersteinrichtung des Motors wählst du Setup Motor Fog. Hier gibst du die Motorgröße und die Daten deines Akkus ein. Ich habe einen 12S LiPo-Akku mit 10.000 mAh Kapazität. Hier gibst du natürlich die Zellenanzahl und die Kapazität von deinem Akku ein. Falls du eine Übersetzung zum Beispiel mit einem Riemen verwendest, kannst du auch diese Daten hier eingeben. Ich nutze einen Direktdrive-Motor, daher klicke ich dieses Kästchen an. Hier kannst du auch den Durchmesser deines Rads eingeben. Führe nun die Motorerkennung durch. Achtung, der Motor wird sich dabei drehen. Dreh dich, dreh dich, dreh dich! Sobald das fertig ist, siehst du die gewählten Einstellungen. Du kannst auf OK klicken und noch die Drehrichtung des Motors anpassen, falls diese nicht schon korrekt ist. Wichtig, speichere jetzt deine Einstellungen. Hier an der rechten Seite kannst du die Motor- und App-Einstellungen vom Controller auslesen, zurücksetzen und speichern. Klicke auf Speichern. Gleich stellen wir die maximalen Stromwerte ein, um eine Überlastung deiner Komponente zu vermeiden. Öffne aber zuerst den Tab General und stelle sicher, dass beim Motor-Type FOC ausgewählt ist. Im Gegensatz zur üblichen BLDC-Steuerung, die trapezförmige Signale verwendet, nutzt FOC sinusförmige Signale. Diese Sinuskurven passen sich dynamisch an die Position des Rotors an, wodurch der Motor weniger Vibrationen erzeugt und leiser arbeitet. In den Tab Sensors kannst du einstellen, was du für Sensoren hast. Es sind sehr wahrscheinlich Hallsensoren. Ansonsten kannst du die anderen Einstellungen auf den Standardwerten belassen. Gehe nun in den Tab Current. Dort trägst du den maximalen Strom ein, den ein Motor ziehen darf. Während der Motorerkennung wurden bereits Werte gesetzt. Diese finde ich ziemlich konservativ. Ich persönlich erhöhe diese Werte leicht, um mehr Leistung herauszuholen. Aber Vorsicht, dein Motor könnte dabei heiß werden. Also achte auf eine gute Kühlung. Wichtig ist noch, dass die Werte zu deiner Hardware passen. In meinem Fall liefert mein LiPo-Akku bis zu 220 Ampere, aber mein Controller ist für maximal 200 Ampere ausgelegt. Für die Rekuperation stelle ich 10 Ampere ein. Das entspricht häufig der Kapazität deines Akkus. Wenn du 2 Motoren hast, setze bei jedem Controller die maximale Akkustromstärke auf die Hälfte, um Überlastungen deines Akkus zu vermeiden. Hier an der Seite kannst du von einem Controller zum anderen wechseln, die über den CAN Bus angeschlossen sind. Im Tab Voltage stellst du die Cut-Off-Spannung ein. Der Cut-Off-Start reduziert die Leistung bei 40 Volt für meinen 12S Akku.
und Cut-Off-End schaltet bei 36 Volt komplett ab. Sehr wichtig, verwende nicht meine Werte, passe die Werte immer an deinem Akku an. Im nächsten Tab kannst du die maximale elektrische Drehzahl deines Motors einstellen. Diese Zahl ergibt sich aus der maximalen mechanischen Drehzahl multipliziert mit der halben Polanzahl des Motors. Dieser Wert beeinflusst nicht nur die maximale Geschwindigkeit, sondern schützt auch den Motor und die Elektronik vor Überlastungen. Wenn du nicht weißt, wie viele Pole dein Motor hat, kannst du es auch so lassen, wie es ist. Bevor wir noch einstellen, wie dein Gashebel reagiert, ist jetzt ein guter Moment, um deine mühsam vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Um den Input einzustellen, also die Steuerart, gehe auf Setup Input. Hier kannst du dann auswählen, was für einen Input-Typ du hast. PPM ist für RC-Fernsteuerungen und ADC für analoge Steuerung wie ein Gashebel. Ich habe einen Daumengashebel, also wähle ich ADC Input. Im nächsten Fenster kalibrierst du den Eingabebereich des analogen Signals vom Gashebel. Dafür bewegst du deinen Gashebel einmal komplett von der minimalen bis zur maximalen Position, damit die Werte erkannt werden. Und anschließend legst du die Punkte für Minimum, Maximum und Center fest, damit der gesamte Bereich vom Gashebel richtig genutzt wird. Klicke dann auf Next. Bei Control Type wählst du die gewünschte Steuerungsart. Ich empfehle die Methode Current, da sie im Vergleich zu den anderen Optionen eine präzise Steuerung des Drehmoments ermöglicht. Perfekt für sanftes Anfahren und maximale Kontrolle. Wenn du möchtest, dass der Motor automatisch bremst, sobald du den Gashebel loslässt, empfehle ich Current No Reverse Brake Center. Möchtest du mit nur einem Gashebel auch rückwärts fahren können, dann ist Current Reverse Center die beste Wahl für dich. Hast du separate Hebel für Gas und Bremse, dann wähle Current No Reverse Brake ADC 2. Um die Einstellungen zu speichern, klicke jetzt auf diese Schaltfläche. Jetzt kannst du schon die Throttle Curve anpassen, um die Reaktion deines Gashebels perfekt anzupassen. Scheiße. Diese Einstellung legt fest, wie empfindlich der Gashebel über den gesamten Bereich reagiert. Für sanftes Anfahren empfehle ich eine leicht exponentielle Kurve. Sie sorgt dafür, dass der Hebel bei niedrigen Geschwindigkeiten feinfühlig bleibt. Passe die Kurve einfach so an, wie es deinem Fahrstil und Fahrzeug passt. Und das war's schon. Du hast die wichtigsten Parameter eingestellt und kannst, nachdem du den Controller vom Computer getrennt hast, direkt losfahren. Teste aber die Einstellungen immer zuerst in einer sicheren Umgebung, um später Überraschungen zu vermeiden. Schau zum Beispiel nach, ob der Motor eventuell zu heiß wird. Habe ich was vergessen? Hast du Fragen? Schreib es bitte in die Kommentare. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren oder das Video zu bewerten. Und wenn du noch da bist, schau dir doch unbedingt den Bau meines Pocketbikes an, den ich aus einem alten Roller gebaut habe.